Wieso brauche ich 2 Wochen, um zu einem besseren PC zu wechseln? Was hat es mit diesem Do-it-yourself-PC auf sich? Wie komme ich überhaupt zu einem neuen PC? Das und vieles mehr in der heutigen Episode von... Zum ersten Mal in der Geschichte habe ich keinen schlechten PC mehr. Nein, ich habe jetzt einen sehr zufriedenstellenden Mid-Range-PC. Wie wäre ich dazu gekommen? Eigentlich eine ziemlich besondere Geschichte. Mein Opa dachte sich, dass sein Computer nicht mehr gehen würde, also hat er sich einen neuen gekauft. Und später hat er festgestellt, dass der PC nur nicht mehr ging, weil etwas Staub innen drin war. Nachdem er den Staub mit dem Staubsauger entfernt hat, dann ging der PC wieder einwandfrei. Als er mir das gesagt hat, habe ich gefragt, ob ich seinen alten PC jetzt bekommen würde, und er hat mir dann geschenkt. Zu Weihnachten. Wie habe ich es jetzt aber geschafft, dass ich 2 Wochen brauche, um von meinem alten PC auf meinen neuen PC zu wechseln? Lasst mich erklären. Also, da ich meine Daten behalten wollte, habe ich eine externe SSD bekommen, und diese haben wir am 29. Dezember bestellt. Also ich habe erst am 4. Januar an. Okay, das Warten wird sich gelohnt haben. Leider haben wir nicht darauf geachtet, dass die SSD einen USB-C-Anschluss hatte. Also mussten wir einen Adapter bestellen, und der kam am nächsten Tag. Und jetzt war es Zeit, all die Daten zu übertragen. Okay, eins der letzten Male. Oh ja, das ist wundervoll. Okay, wir stecken mal Zeichentablet, WLAN-Verstärker und Mikrofon aus und nehmen unsere externe SSD und stecken die am besten erst ein, wenn er komplett hochgefahren ist, und schauen dann, wie wir das machen. Ich halte lieber nochmal meinen Desktop fest, bevor ich das mache, damit ich das wieder so aufbauen kann. Aber der PC ist doch gar nicht so schlecht. Der hat die schnellste CPU der Welt. Okay, hier ist die SSD, die ihre Support-Webseite hier haben. Was ich jetzt mache, ist, ich mache einen Ordner und den nenne ich einfach mal C. Und was ich danach mache, ist, dass ich von diesem Computer einfach das C-Laufwerk nehme und kopiere und dann hier in der SSD einfüge. Das sind alle Daten auf dem PC, oder? Alter, 4 GB wurden jetzt schon gefunden. Das Ding scheint wirklich schnell zu sein. Okay, mal sehen, ob das alles so klappt, wie ich es mir erhofft habe. Yep, das hat auf meinem alten PC 58 Stunden gedauert. Es dauert schon so lang, dass die SSD angefangen hat, Staub zu fangen. Wie das beim neuen war, erzähle ich später. Okay, bevor ich dieses Baby anschmeißen kann, mache ich bei dem alten PC noch ein Factory Reset. Oh ja. Los geht's. Ich drücke jetzt auf alles entfernen. Es dauert nicht lange. Oh Gott, es wird lange dauern, oder? Nur Dateien entfernen, das ist schneller, aber weniger sicher. Einstellungen ändern. Datenlöschung. Entfernen Sie Dateien und bereinigen Sie das Laufwerk. Der Vorgang kann Stunden in Anspruch nehmen. Erschwert jedoch die Wiederherstellung von Dateien. Ja, ich mag, dass der nächste Besitzer nicht... Okay, bestätigen. Es ist 9:30. Ich bin nur noch am Ramblen. Ja, ich kann ihn gerade wieder über Nacht laufen lassen. Aber das ist okay, damit habe ich ja schon Erfahrung. Ach ja. Let's go. Hoffentlich bleibt Windows noch drauf. Gut, wenn es nicht mehr aktiviert ist, ist es nicht mehr mein Problem. Aber es wäre natürlich gut, das Ding weiter zu verkaufen, wenn noch Windows drauf ist, ha? Es fühlt sich sehr intim an. Mein erster richtiger eigener PC am Zurücksetzen. Aber hey, ich habe endlich einen guten danach. Das ist das erste Mal auf FJB-Geschichte nach 4,5 Jahren. Das ist wholesome. Das ist sehr wholesome. Bevor dein Gehirn ausgelöscht wird, mag ich dir sagen, ich hab dich lieb.
Als ich den neuen anschließen wollte, habe ich gemerkt, dass er kein Bild hatte. Ja, das DVI-Kabel, das ich hatte, hat nur auf das Mainboard gepasst und ich hatte eins gebraucht, das in die Grafikkarte passt. Also habe ich meinen Opa angerufen und er hat mir am 8. Januar seins geschickt. Am 14. Januar ist es dann auch nach ewigem Warten endlich angekommen und ich konnte loslegen. Meine Daten hier zu übertragen war in 3,5 Stunden fertig. Es war so viel schneller. Vermutlich wegen den Gründen, die ich hier jetzt einblenden werde, weil ich zu faul bin, die alle aufzuzählen. Also mein alter PC war sehr langsam und hat mich ziemlich aufgeregt. Ich hatte diese Idee, dass ich ihn mit einem Baseballschläger zerstöre, aber da ist mir eingefallen, dass er vermutlich noch Geld wert ist. Außerdem würde ich es nicht ums Herz bringen. Da ich so verzweifelt war, habe ich also dreifacher Ehrenlord bzw. Dynamis um Hilfe gebeten. Ich weiß nicht, wie ich ihn auf YouTube nennen soll. Bei ihm habe ich mein Face Reveal für FJBGD gedreht und er hatte tatsächlich etwas, woran meine Zerstörungswut befriedigt werden konnte. Ein extra für mich selbst gebastelten PC von ihm und er hatte noch so ein altes Radio, das er sowieso schrotten wollte. Also hier ist, wie das gelaufen ist.